Love, love, love. Wir kümmern uns heute um einen großen Liebessong. All You Need Is Love. Wenn ich an All You Need Is Love denke, erst einerseits sehr repetitiv und andererseits unglaublich eingängig und auf das Wesentliche reduziert. It's easy. Also wir haben den einfachen Refrain. Ja. Und der sich oft wiederholt. Ja. Und da war für mich die Frage, was könnte ich da machen? Also was ist für dich was Einfaches am Teller? Was ist das? Ja, es heißt ja, Love is all you need. Das ist die Kernbotschaft. Ja, genau. Und unterscheidet sich damit massiv von paulinischer Theologie. Also du brauchst keinen Glauben und keine Hoffnung, brauchst nur Liebe. Love is all you need. Insofern müsste auf den Teller das eine Grundlegende, ohne das man nicht auskommt, mit dem aber man genug hat. Love is all you need. Ja, was ich noch immer denke, ist auch, was ist das Einfachste, was man kocht, ist eine Kartoffel. Der Kartoffel ist eine gute Idee, zumindest in unserer Kultur. Ich meine, in Ostasien wäre es wahrscheinlich eine Schüssel Reis. Ja, genau. Und die kann ich ja 4-mal am Teller geben. Weil das ist praktisch 4-mal, und das kommt ja ganz, all you need is love, it's easy. Ja, ja. Und so. Ja. Ganze Zeit Kartoffel, Kartoffel, Ja. Kartoffel. Nothing you can sing that can't be sung. Da ist dieser Satz, there's nowhere you can be that isn't where you meant to be. Der Satz bedeutet, dass dort, wo ich bin, nicht nur gar nicht anders sein konnte, sondern dass es bedeutungsmäßig zielhaft immer schon angelegt war. Vom Anfang an des Universums war es eigentlich schon angelegt, dass ich da jetzt sitze. Ein sehr, sehr erleuchteter und sehr stark möglicherweise auch von psychedelischen Substanzen geförderter Gedanke. Und die Beatles haben ja so 66 dann nachher, wie der Hendrix in London war, haben sie angefangen zu experimentieren. No one you can save that can't be saved. Abgesehen davon spielt es ja diese kosmische Notwendigkeit der Dinge, des Sagens, des Seins, des Singens, des sich an einem Ort Befindens, das wird ja durchgespielt. Die verschiedenen Aspekte werden genannt. Dementsprechend müsste am Teller auch sozusagen die verschiedenen Aspekte, wie sich das Einfache manifestiert, sichtbar sein. Meine Überlegung ist, dass ich dann neben den Kartoffeln eine komplizierte Kartoffel hingebe. Also das heißt zum Beispiel, Eine raffiniert zubereitet oder etwas ist dabei, was ein bisschen komplexer macht. Und dann würde ich würde gerne zerstampfen Kartoffelteig Ja. und so ein Laibchen anbraten Ja. und ein bisschen eine Gemüsekomponente. Also nicht nur eine komplizierte Kartoffel. Zum Beispiel könnte man vorstellen, rundherum, in welchen Gestalten diese Einfachheit auftreten kann. Love, love, love. Love, love, love. Das Spannende im Lied ist ja, dass alles zusammengehört. Also Ja. dass die Frage ist, macht es einen Sinn geschmacklich, dass du hast eine einfache Kartoffel, eine komplizierte Kartoffel, eine einfache Kartoffel, eine komplizierte Kartoffel. Ob das als Gericht einen Sinn macht. Ich verändere die Kartoffel und überlege mir, was ist möglich. There's nothing you can do that Kein Bedarf. Und das ist eigentlich schon der Satz, der mich natürlich mein Kochen beschreibt. Du führst die verschiedenen Varianten durch, in denen sich das Einfache als die Grundlage von allem manifestiert. Genau. Das wird ein sehr philosophisches Gericht. Na, ist es schon. Aber es ist, glaube ich, auch ein Gericht, was das Spannende ist, aber das ist natürlich auch interessant für mich als Koch. Ich kann eingreifen, Ja. ja, und mir die Frage stellen, was ist möglich mit der Kartoffel? Love, love, love. Love, love, love. All you need is love. Mm-hmm. All you need is love. Ooh. All you need is love. Love. Love is all you need. Ich habe jetzt nicht nur eine Reihe angerichtet, sondern auch Ja. 2 Kartoffeln, die sind noch nicht gesalzen, wie wir gesagt haben. Ja.
im Fond warm gemacht. Daneben haben wir dann so einen Kartoffel geschnitten. Ja. Darüber gibt es eine Leberpastete, ein bisschen Gurke Ja. ja, und ein bisschen so eingekochte Zwiebeln. Einfach mehrere Konsistenzen Ja. und genau. Dazwischen immer wieder ein Refrain, die einfache Ja. Kartoffel. Ja. Und dann zum Schluss ist so ein Erdäpfelkrapfen. Erdäpfel. Genau, da habe ich dann dazu gegeben ein bisschen Chicorée mit angeschwitzt Ja. und ein bisschen Ringlote und Räucherforelle ist dabei und ein bisschen Petersil und Kürbiskernöl. All you need is potato. Love is all you need.